Was soll denn das? Was soll denn das? Der macht ein Video über KI. Der macht ein Video über KI. Der macht ein Video über KI. KI, ich höre nur noch KI. Ich kann es nicht mehr hören. Was heißt eigentlich KI? Kaliumiodid, Kfz-Kennzeichen für Kiel, kategorischer Imperativ. Ah, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Fotografen, die wie ein Kaninchen vor der Schlange stehen, die weiß wie die Wand sind vor Angst, die zittern wie Espenlaub und die hoffen, dass alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Die KI, das Schreckgespenst im Raum. Mir schreiben die Zuschauer in die Kommentare, sie hören jetzt das Fotografieren auf, denn in Zukunft übernimmt ja sowieso alles die KI. Wir brauchen ja überhaupt keine Fotos mehr machen. Doch was ist wirklich dran an dem Ganzen? Wird die KI die Fotografie übernehmen und warum kann ich das eigentlich nicht mehr hören? Und warum appelliere ich in diesem Video an alle Fotografen, sich zusammenzureißen? Künstliche Intelligenz in der Fotografie, natürlich wird das in Zukunft ein wichtiges Thema sein für das Marketing, für Menschen, die schnell Geld verdienen müssen mit dem, was sie tun, für Mediengestalter zum Beispiel. Da ist es unheimlich wichtig, dass ich schnell irgendeinen Werbekladderidatsch aufs Bild klatsche und zack, weg damit. Kalt und schnell für den Kommerz, das ist eigentlich KI. Also eine relativ tote Angelegenheit, die einfach nur dazu dient, dass man schnell irgendein fertiges Werbeposter hat, wo hier eine Frau ist, da ein Kaninchen, da ein Auto und das zieht man sich aus der KI zusammen. Und wenn was stört, dann ziehe ich da einen Rahmen auf und dann wird das generativ gefüllt mittlerweile durch das neueste Photoshop-Update. Es gibt Tools, da gebe ich ein, ich möchte jetzt einen schönen See mit Sonnenuntergang und ein paar Felsen und einem gelben Porsche im Vordergrund und dann wird das relativ perfekt kreiert. Aber tötet das wirklich die Fotografie? Tötet das die Seele der Fotografie? Das Eigentliche, was ihr der Fotografie einhaucht? Im Marketing oder als Mediengestalter arbeiten wir schon ganz lange mit KI. Zum Beispiel inhaltsbasiertes Füllen in Photoshop ist schon immer mit KI gegangen. Habe ich ein kleines Schiff auf dem Meer wegretuschiert? Ja gut, dann hat Photoshop vielleicht nicht so intelligent wie heute, aber immerhin doch halbwegs intelligent die umliegenden Pixel in die Mitte gerechnet und das Meer einfach fortgeführt. Oder wenn ich eine Person auf dem Felsen mit inhaltsbasierten Füllen entfernt habe, dann ist das vor 10 Jahren schon machbar gewesen. Also die KI ist nicht unbedingt neu, sie wird halt immer besser und das macht den Menschen Angst. Alles Schlechte macht eigentlich den Menschen Angst. Doch ist die KI schlecht? Schlecht ist relativ. Sie ist immerhin tot und seelenlos. Und auch das macht den Menschen Angst. Aber welche Auswirkungen hat das auf unser Hobby? Ist denn die Fotografie damit tot? Und da möchte ich entschieden widersprechen. Denn was die KI niemals zu leisten vermag, ist, die Wirklichkeit abzubilden. Ereignisse zu kreieren, die erstmalig auftreten, zum Beispiel beim Sport oder bei der Reportagefotografie. Kriegsfotografie. Das wird die KI nicht generieren können, wenn morgen eine Rakete ins Haus einschlägt. Ich kann nicht heute, wenn ich in der Zeitredaktion sitze, wissen, was morgen geschieht und dann schon das entsprechende Bild in der KI generieren. Denn das würde einfach die Wirklichkeit nicht abbilden. Natürlich arbeiten manchmal so Zeitungen, aber es ist halt nicht die Wirklichkeit. Und ich bin mir sicher, gerade auch bei sportlichen Ereignissen, wenn Bastian Schweinsteiger oder wie sie nicht alle heißen, irgendein Tor schießt, dann werde ich das nicht durch die KI generieren wollen. Da brauche ich Fotografen, die das zumindest gefilmt oder fotografiert haben. Die KI wird niemals eure Frau generieren, die vielleicht euer neugeborenes Baby im Arm hält. Wenn vielleicht deine Enkelin die ersten Schritte macht und du sie dabei fotografierst, oder das Gesicht der Enkelin, wenn sie 20 Jahre später mit ihrem neuen Bräutigam die Hochzeitstorte anschneidet. Das letzte Foto, das vielleicht mit einem lieben Freund oder Verwandten entstanden ist, der krebskrank war und das ihr aus der Bilderkiste holt und euch an den Moment zurückerinnert. Die KI wird niemals die warmen Sonnenstrahlen auf eurer Haut, die Gerüche oder die Geräusche für euch zurückholen. Die KI ist tot. Die KI wird niemals zeigen, wie dein Haustier einen Purzelbaum geschlagen hat. Und deshalb sollten wir keine Angst vor der künstlichen Intelligenz haben, sondern wir sollten daran festhalten, was das Hobby der Fotografie eigentlich für uns ist. Warum ist denn das Hobby Fotografie das beste Hobby der Welt? Weil es uns mit Menschen zusammenbringt. Ich kann es allein machen und ich kann es mit
anderen machen. Ich kann mit einer Gruppe verreisen, ich kann mit einer Gruppe einen Fotowalk unternehmen, ich kann mich mit Freunden treffen und zusammen fotografieren. Warum sollten wir das tun, wenn die Fotos die KI auch generieren kann? Ganz einfach, weil es ein Erlebnis ist, weil es eine soziale Interaktion ist, weil wir dabei riechen und fühlen und hören, weil wir uns weiterbilden. Jedes Foto, das ich erstelle, bildet mich weiter. Ich mache ein Foto von der Burg Hohenzollern und ich befasse mich mit der Geschichte Hohenzollern. Ich stehe an dem Schild Naturschutzgebiet Hohenzollern und ich frage mich, darf ich denn hier mit der Drohne fliegen? Und ich recherchiere über das Gebiet Naturschutzgebiet Hohenzollern. Ich stehe vor einem Tier, das ich noch nie gesehen habe, mache ein Foto und frage später die KI vielleicht sogar. Was für ein Tier habe ich denn da fotografiert? Also Fotografie bildet auch unheimlich weiter. Fotografie ist gesund, denn wir bewegen uns dabei. Meistens jedenfalls. Ja. Wir gehen raus, wir gehen an die frische Luft. Wir können Fotografie zu jeder Jahreszeit machen. Das sind alles Gründe, warum die Fotografie das beste Hobby der Welt ist. Wir lernen Dinge neu zu entdecken. Wir sehen plötzlich einen Satelliten, den wir fotografieren können. Oder es taucht ein Komet am Himmel auf, den es vorher noch nie gegeben hat. Auch den kann die KI erst generieren, wenn ihr ihn zu Tausenden fotografiert habt. Wir entdecken Deep Sky Objekte am Himmel. Wir entdecken im Nahbereich neue Insekten. Wir erforschen die Natur. Und all das macht Freude, bringt Spaß und bildet euch weiter. Und das kann euch die KI nicht geben. Und das wird sie auch in Zukunft nicht geben. Also lasst euch die Seele der Fotografie niemals nehmen. Erfüllt das Thema Fotografie mit euren Bildern, mit euren Erlebnissen und bleibt unbedingt am Ball. Denn unter dem Strich habt ihr es in der Hand. Und bitte teilt diese Information mit allen anderen, die wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen.